Diese Kamera ist das Gegenteil von Film, der ja immer anhält, um zu fotografieren. Hier läuft der Film durch. Und wenn Sie jetzt auf eines der Bilder hier sehen, haben Sie das Gefühl, das ist ein Augenblick, der aufgenommen worden ist. Der Augenblick, wo dieses Kind hier mit einer Fahne läuft. Das stimmt aber gar nicht. Das ist eben, bei Film wird tatsächlich ein Augenblick aufgenommen. Hier sind, ich behaupte mal einfach, ein paar hundert Augenblicke aufgenommen, nämlich von der einen Seite zur anderen. Das heißt, wenn das Kind den Fuß auf den Boden setzt, das ist eine gewisse Zeitebene, und wenn sein Schatten oder der Schatten der Fahne sich abbildet, das ist bereits eine halbe Sekunde später. Also wir haben hier, das ist nur hochmetaphysisch natürlich und nur so zu verstehen, hier wird plötzlich ein Zeitablauf, ja, in einen wiedergegeben, als ob es ein Augenblick wäre. Ich glaube, nur Einstein in Kaput hier in der Nähe könnte das verstehen und genau würdigen. Was jetzt für einen Regisseur interessant ist, hier hat also ein von Fotografie besessenes Ehepaar. Sie haben also inszeniert. Sie lassen Menschen vor dieser Kamera, Gegenstände, sich vorbei bewegen. Nur was sich bewegt, nimmt die Kamera auf. Der Hintergrund, der wird nicht aufgenommen von der Kamera. Diese Kamera nimmt nur auf, was sich bewegt, was sich vor ihrem Schlitz vorbei bewegt. Bleibt es dann dort stehen oder fällt hin oder der Fuß bleibt etwas zu lange, dann ist der Fuß auf einmal so lang wie der Schuh von Chaplin oder von dem Clown Grog. Und das Slapstick-artige fasziniert sofort. Diese Bilder sind jetzt gemacht worden. Jetzt hat das Ehepaar angefangen, mit dieser Kamera zu experimentieren und nehmen uns sofort mit, ungewollt, auf eine Zeitreise zur Zeit der Erfindung der Fotografie, als Muybridge und Maillet zum ersten Mal in einer Trommel Aufnahmen, wie ein Mensch läuft oder wie ein Pferd läuft. Aber wie gesagt, zerlegt in Einzelphasen, und hier ist es wahnsinnig schwer zu verstehen, ist eine Kontinuität. Noch schwieriger wird es, wenn man dann bei gewissen Bildern sieht, dass eine und dieselbe Person ihren Schatten einmal nach vorne und einmal nach hinten wirft. Ja. Also da sind wir nun wirklich bei der Science Fiction angekommen. Ich finde, es hat eine ganz große, über die Metaphysik hinaus ja auch wirklich einen ästhetischen Reiz. Das sind nicht manipulierte Bilder, das ist nicht Photoshop, das ist nicht digital, das ist wirklich noch, wie sagt man, chemophysikalisch, optisch entstanden, so wie ich auch noch hier von Cochise erfahren habe, kommt auf einen riesigen Berg natürlich von Filmmaterial, auf dem nichts Unscharfes oder Uninteressantes drauf ist. Ganz, ganz selten ab und zu mal ein solches ästhetisches Ereignis, wie wir sie hier sehen. Also Sie sehen, es geht auch, diese Kunst ist nicht mechanisiert, sondern sie beruht auf Geduld. Danke. Danke. Danke Ihnen.